Weißt du, was viele Anfänger falsch machen? Sie lernen monatelang Vokabeln und dann können sie im Café nicht mal ruhig bestellen. Das größte Problem ist oft zu viel Liste, zu wenig echte Sätze. Ja, total. Viele tippen fleißig in einer App, und dann spricht ein echter Mensch, na ja, einfach schneller und anders. Kennst du das Gefühl, wenn du denkst, ich verstehe ja Wörter, aber keinen Satz? Genau das. Also, heute zeigen wir dir einen einfachen Plan, damit du wirklich sprechen kannst. Bleib dran, wir machen gleich ein kleines Rollenspiel fürs Café. Und jetzt erstmal, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du dabei bist. Wir machen's heute locker, aber mit ganz praktischen Beispielen. Ich bin Tim und das ist Julia. Unser Thema ist Deutsch lernen als Anfänger, ganz ohne Stress. Wir starten mit Basics wie Begrüßung, Höflichkeit und du oder sie, okay? Klingt gut. Also, ich mag 3 Bausteine: hören, sprechen und ein bisschen Grammatik, aber echt nur das Nötige. Und ja, wir üben das sofort in einem kleinen Kaffeedialog. Super, lass uns direkt rein. Stell dir vor, du bist im Café und willst etwas bestellen. Ich bin die Barista. Guten Tag. Was darf's sein? Und ich bin der Gast. Guten Tag, ich hätte gern einen Kaffee, bitte. Haben Sie auch Hafermilch? Wenn ja, dann mit Hafermilch, danke. Klar, mit Hafermilch. Das macht dann 3,50 €. Möchten Sie sonst noch etwas? Nein, das ist alles, danke. Hier bitte. Einen schönen Tag noch. So, stopp mal kurz, das war wichtig. Die Phrase ich hätte gern ist super höflich, so wie ID like auf Englisch, und passt fast immer. Und du hörst auch das kleine Wort darf's, das ist einfach darf es, ganz normal im Kaffee. Oh, und Achtung bei der Aussprache. Ein Hörer hat mal gesagt, ich habe Hänger, statt ich habe Hunger. Seine Freunde waren verwirrt, aber danach hat er es nie wieder vergessen. Also, Fehler sind peinlich, aber sie helfen halt auch. Ja, genau. Wenn du unsicher bist, sprich langsam und klar, das ist voll okay. Und wiederhol ruhig, also ich hätte gern einen Kaffee, mal laut zu Hause, vielleicht 3-mal hintereinander. Kurzer Punkt, der immer diskutiert wird. Braucht man einen Kurs oder geht's auch allein? Ich sag, beides kann klappen. Ein guter Kurs gibt Struktur, aber du kannst auch mit Videos, Podcasts und einem Plan viel lernen. Ich sehe das ähnlich, aber nur App reicht oft nicht. Du brauchst echte Gespräche. Such dir einen Sprachpartner, ein sogenanntes Sprachtandem. Man spricht mal Deutsch, mal deine Sprache, und beide lernen. Mach dir einen Miniplan für jeden Tag. Zum Beispiel 15 Minuten hören, 10 Minuten laut nachsprechen, 10 Minuten schreiben. Das sind nur 35 Minuten. Aber wenn du das regelmäßig machst, merkst du nach ein paar Wochen echt einen Unterschied. Und hör Musik oder Podcasts auf Deutsch. Nimm ein langsames Lied, lies den Text und sing leise mit. So lernst du Redewendungen, die in Lehrbüchern oft fehlen. Schreib außerdem ein Mini-Tagebuch. Ganz simpel. Heute lerne ich Artikel und bestelle Kaffee. Oder ich verstehe das Wort Rechnung. Das ist die Bill, also die Summe im Restaurant. Kleiner Check in der Mitte, ja? Minitest, weißt du noch, was ich hätte gern heißt und wann man das benutzt? Einmal kurz nachdenken. Also, ich hätte gern bedeutet so viel wie ich möchte höflich. Man sagt das im Geschäft, im Café oder Restaurant. Und da benutzt man auch die Höflichkeitsform sie. Genau richtig. Wenn du unsicher bist, nimm einfach die höfliche Form. Das passt in den meisten Situationen besser. Noch ein häufiger Fehler, nur Vokabeln lernen.
Nimm das Wort Brot nicht alleine, sondern bau einen Satz. Ich kaufe heute Brot. Oder haben Sie frisches Brot? So bleibt das Wort im Kopf. Die Artikel sind auch schwer, ich weiß. Mein Tipp: Lernwörter gleich im Paket, also das Brot, die Milch, der Kaffee. Und sei entspannt, wenn es mal falsch ist, die Leute verstehen dich trotzdem. Zur Aussprache noch kurz. Das CH ist wichtig. Innig ist es weich, fast wie ein Hauch, und in Bach ist es hart, weiter hinten. Probier mal leise. Ich und dann ach, ach, ach. Lust auf ein zweites kleines Rollenspiel? Diesmal kurzer Smalltalk mit einer neuen Nachbarin, okay? Du bist neu im Haus. Alles klar, ich fang an. Guten Morgen. Ich bin neu hier. Ich heiße Tim. Entschuldigen Sie, wo ist der Müllraum? Ich bin die Nachbarin. Guten Morgen. Willkommen im Haus. Der Müllraum ist links neben der Garage. Schön, Sie kennenzulernen. Danke. Ich wohne im 3. Stock. Ich lerne seit 3 Monaten Deutsch. Also, sprechen wir bitte langsam? Das hilft mir sehr. Super gemacht. Wichtige Sätze waren: Ich bin neu hier, schön, Sie kennenzulernen, und seit 3 Monaten. Mit seit sagst du, wie lange etwas schon so ist. Und bitte achte auf du und sie. Einmal hab ich in einem Restaurant den Kellner geduzt. Also hey, kannst du mir noch Wasser bringen? Der Kellner hat komisch geschaut und ich hab draus gelernt. Besser sie, wenn man jemanden nicht kennt. Viele studieren übrigens in Deutschland in Programmen auf Englisch. Ist ja okay, aber für Freunde, Wohnungssuche und Alltag hilft Deutsch einfach sehr. Schon ein A2-Niveau macht das Leben leichter. Für mehr echte Praxis such dir Situationen im Alltag. Im Supermarkt frag mal: Entschuldigung, wo ist die Kasse? Oder bei der Bahn: Entschuldigung, fährt dieser Zug nach Köln? Das sind kurze, klare Sätze und du traust dich mehr. Noch ein Tipp gegen Blockaden: Schattenübung, also Shadowing. Du hörst einen kurzen Satz und sprichst direkt danach, fast gleichzeitig, nach. Das trainiert Rhythmus und Mut. Und mach Mini-Ziele. Heute lerne ich 3 Sätze zum Bestellen. Morgen frage ich nach dem Weg. Übermorgen schreibe ich 5 Zeilen Tagebuch. Kleine Schritte sind halt stark. Fehler bleiben normal, also lach ruhig mal drüber. Eine Hörerin hat den Kellner damals mit du angesprochen, wurde rot, und hat dann freundlich Entschuldigung, ich meinte sie gesagt. Danach lief das Gespräch viel besser. Wenn dir Grammatik Angst macht, nimm einfache Schablonen. Ich hätte gern. Ich brauche. Können Sie mir helfen? Mit solchen Mustern baust du schnell Sätze, ohne lange zu überlegen. Und ja, Apps sind gut für Vokabeln und Spiele, aber rede zusätzlich mit Menschen. Ein kurzer Chat mit einer Tandempartnerin, 5 Minuten pro Tag, bringt so viel. Trau dich einfach, auch wenn's holprig ist. Bevor wir schließen, eine Frage an dich. Was war dein lustigster oder peinlichster Deutschmoment? Oder welche deutsche Musik hörst du, die dir beim Lernen hilft? Schreib's uns gern in die Kommentare. Wenn dir diese Folge geholfen hat, lass ein Like da und abonniere unseren Kanal. Dann verpasst du keine neuen Übungen und Rollenspiele. Danke fürs Zuhören. Bleib dran, üb kurz jeden Tag und sei freundlich zu dir selbst. Deutsch ist ein Marathon, kein Sprint. Bis zum nächsten Mal, ciao. Ciao und viel Spaß beim Lernen. Und jetzt, na ja, vielleicht bestellst du gleich mal einen Kaffee auf Deutsch.